Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und zeige euch in diesem Video, wie ich einen Schlitz mit Knopfleiste in eine Jeanshose nähe. Der Schlitz wird in der vorderen Mitte eingearbeitet und ist mit einem Untertritt versehen. In der Videobeschreibung hier unten findet ihr auch den Link zur passenden Bildtextanleitung. Also dann, los geht's! Ich benötige folgende Schnittteile aus Oberstoff: die rechte und linke Vorderhose, den Schlitzbeleg für den linken Übertritt, die Schlitzleiste, den Schlitzuntertritt für die rechte Seite, aus Einlage die Schlitzleiste, aus Papier die Schablone für die Schlitzsteppung und die Knopflochschablone, außerdem eine Handarbeitsschere, Markierstift oder Kreide, ein Lineal, Stecknadeln und Clips, Jeansknöpfe oder normale Knöpfe zum Annähen und gegebenenfalls für die Augenknopflöcher ein Locheisen und eine Ahle. Ich beginne damit, den Schlitzuntertritt rechts auf rechts längs auf die Hälfte zusammenzufalten und nähe die Unterkante mit 10 mm Nahtbreite zusammen. Dann wende ich das Teil und bügele es von der Außenseite auf die Hälfte zusammen. Nun wird die vordere Kante des linken Vorderteiles mit dem Schlitzbeleg verstürzt. Zuvor kürze ich die vorgesetzte Kante an der Vorderteilmitte um 10 mm. Am Schlitzbeleg markiere ich am Knips das Schlitzende. Dann stecke ich ihn von oben und vorn bündig rechts auf dem Vorderteil fest. Von der Markierung steppe ich die Teile mit einem Gradstich mit 10 mm Nahtbreite zusammen. Das Schlitzende wird mittels Vor- und Rückstichen gesichert. Die Nahtzugabe wird am Schlitzende bis knapp vor den letzten Stichen eingeschnitten. Bevor der Beleg gewendet wird, kann die Nahtzugabe überbügelt oder auf der Belegseite mit 2 mm Abstand niedergesteppt werden, so wie ich das hier zeige. Jetzt wird der Schlitzbeleg an der Naht nach innen geschlagen und festgebügelt. Die untere lose Nahtzugabe des Beleges wird zur Schnittkante der Vorderhose gelegt. Je nach Design kann der Schlitz an der vorderen Kante auch durch und durch gesteppt werden. Dann kann man sich das mit dem Niedersteppen zuvor sparen. Auf die linke Oberstoffseite der Schlitzleiste wird nun die Einlage aufgebügelt. Dann wird die Leiste an der langen Seite mittig gefaltet und festgebügelt. Folgende Schnittkanten habe ich mit der Overlock versäubert: am rechten Vorderteil die vordere Kante und die Schrittnaht, die Längskante des umgebügelten Schlitzuntertrittes ebenso an der Schlitzleiste, dann am linken Vorderteil zuerst die Kante des Schlitzbeleges und zum Schluss die Schrittnaht. Auf der Schlitzleiste zeichne ich nun die Knopflochposition an. Dazu lege ich die Schablone bündig auf und übertrage den jeweils vorderen Punkt des Knopflochauges auf den Beleg. Anschließend zeichne ich den Verlauf der Knopflöcher parallel zueinander an. Nun sticke ich die Knopflöcher mit dem Programm meiner Nähmaschine. Die Länge ergibt sich dabei aus der Breite meines Knopfes, den ich zuvor in den Nähfuß eingespannt habe. Das Auge meines Knopfloches stanze ich mit einem Locheisen mit 2 mm Durchmesser aus. Dabei lege ich ein Stück Stoff unter die Leiste, sodass ich den Stoff dabei auch vollständig durchtrenne. Anschließend schneide ich die Knopflöcher ganz vorsichtig auf, um dabei keine Stiche zu zerschneiden. Jetzt kann der Verlauf für die Schlitzsteppung auf dem linken Vorderteil angezeichnet werden. Dazu lege ich die Papierschlitzschablone so auf, dass sie an der vorderen verstürzten Kante und an der oberen Kante anliegt.
Dann wende ich das Teil und lege die Schlitzleiste mit 2 mm Abstand zur vorderen Kante auf und stecke sie fest. Nun kann der Schlitz von der Außenseite durch und durch gesteppt werden. Für eine bessere Haltbarkeit steppe ich mit 5 mm Abstand nach vorn eine zweite Tour. So ist die verdeckte Knopfleiste fixiert. Die beiden Vorderteile werden nun miteinander verbunden. Dazu lege ich sie rechts aufeinander und stecke sie an der Schrittnaht zusammen. Die Naht wird nun genau vom Schlitzende mit 10 mm Nahtbreite geschlossen. Anschließend wird die Nahtzugabe in der Kurve durch Bügeln gedehnt. Der Schlitzuntertritt wird nun mit der versäuberten Längskante an der Kante des rechten Vorderteiles angelegt und festgesteckt. Vom Schlitzende steppe ich mit 10 mm Nahtbreite den Untertritt fest. Dann schlage ich den Untertritt zur rechten Seite um und übersteppe die Naht mit 2 mm Abstand auf dem Vorderteil. Auf dem rechten Vorderteil befindet sich 10 mm parallel zur Ansatznaht des Untertrittes die vordere Mitte. Diese vordere Mitte ist auch an der Bundkante durch einen Knips markiert. Dort wird nun die linke Vorderteilkante angelegt und festgesteckt. Bevor ich den Schlitz und die Schrittnaht fertig steppe, schlage ich mit einem Hammer die Lagen etwas flacher. Dabei nehme ich ein Holzbrett als Unterlage. Das Schlitzende decke ich von außen mit einem Stoffstück ab, sodass mein Stoff dabei nicht beschädigt wird. Dann kann die Schrittnaht übersteppt werden. Das Schlitzende sichere ich mit einem Riegel. Der Schlitzuntertritt muss unten noch fixiert werden, entweder von außen sichtbar oder man schlägt das Vorderteil zurück und steppt von innen die Nahtzugabe des Beleges mit dem Untertritt zusammen. Beim Übersteppen der Schrittnaht hilft es, diese leicht zu dehnen, um keine Fältchen mit einzusteppen. Für den Schlitzriegel habe ich einen engen Zickzackstich bei 1,5 Stichbreite und 0,4 Stichlänge gewählt. Den Stich habe ich zuvor auf einem Teststück ausprobiert. Ich riegle den Untertritt von außen durch. Dazu setze ich eine Markierung etwas oberhalb des Schlitzendes in der Rundung, nicht zu hoch, sodass ich die Leiste später auch gut aufklappen kann. Zu guter Letzt werden die Knöpfe angebracht. Zuvor klappe ich den Untertritt zur Seite und zeichne durch die Augen der Knopflöcher die Knopfposition auf dem Untertritt an. Dort kann ich nun meine Knöpfe anbringen. Da ich hier Jeansknöpfe anbringe, bereite ich mein Werkzeug vor, indem ich die Halterung einlege. Dann drücke ich Knopf und Knopfunterteil hinein. Den Stoff weite ich an den markierten Knopfpositionen mit einer Ahle oder einem Pfriem, so kann ich die Stifte der Knopfunterteile besser durchdrücken. Ich schiebe nun das eingesetzte Unterteil von unten durch die Öffnung. Dann klappe ich die Seite mit dem Oberteil darüber. Nun wird der Knopf festgeschlagen. Und fertig ist der Schlitz mit verdeckter Knopfleiste. Im folgenden Video könnt ihr schauen, wie ich die Gesäß- und Sattelnähte schließe, oder wählt auch gern einen anderen Arbeitsschritt aus der Playlist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gern eure Fragen oder Anregungen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.